Blue Sky, einer der besten deutschen Double-Time-Spieler, war dieses Jahr eine Überraschung für sich. Über seine damalige Turnierperformance im letzten Jahr konnte man nicht viel sagen. Eher ein Double-Time-One-Trick. Nachdem er angefangen hat, eher Reading-basierte Maps zu spielen, hat sich sein Skillset stark verbessert. Nicht nur sein Skillset, sondern auch sein Bizeps hat sich stark vergrößert, mit welchen er mit Leichtigkeit jeden Pen zerstören kann. Er hat sich im OWC-Qualify sehr gut durchgekämpft und konnte auch gut mit Firstos mithalten. Sehr gut war auch seine Performance im OWC, in welchen er als Double-Time-Spieler eingesetzt wurde, war er dennoch ein wichtiger Bestandteil des Teams. Unser diesjähriger Platz 9 ist Firstos. Firstos ist wohl einer der krassesten Ficker in Deutschland. Das liegt nicht nur daran, dass er so ziemlich alles extrem gut spielen kann, sondern auch an seiner abartigen Consistency, wie man in vielen Tournaments in 2018 sehen konnte. Auch wenn er in der zweiten Jahreshälfte mehr oder weniger inaktiv war, hat sein Skillset nicht wirklich darunter gelitten. Firstos kann selbst bei höchsten BPMs noch sauber aimen, Single-tappen und seine Katzenohren richten. Nicht grundlos ist er daher in dieser Top 10 zu finden und ich denke, dass sich das auch in 2019 nicht großartig ändern wird. Knalli, auch bekannt als Simon Rahn, ist ein deutscher Nachwuchstopspieler, dessen Skillset durch sein Hidden Reading gekennzeichnet ist. Ähnlich wie Okinamo spielt er alles mit Hidden. Seine Stärken kommen bei Reading, Alternate und Tech Maps zum Vorschein. Und wenn er mal richtig warm ist, kann er auch einigermaßen auf Maps mit schnelleren Streams mit bis zu 240 BPM mithalten. In 2018 machte er über 2500 NetPP und kletterte weit nach oben in der globalen Rangliste bis in die Top 150. Außerdem nahm er an seinem ersten OSO World Cup teil und konnte beweisen, dass ihm der Spot im Team auch zusteht. Fuck Hidden, fuck Double Time, Hard Rock bis Mod, get over it Nerds. Das konnte man früher auf dem Twitter-Profil von Kagami lesen. Und daran hält er sich konsequent. Besonders erstaunlich ist, dass er innerhalb von rund 6 Wochen im Frühjahr 2018 seine Top 6 Plays gesetzt hat, inklusive zweier 600 PP Scores mit First Storm und Matt Piero. Aufgrund der Vielfältigkeit seiner Skills ist er im OWC-Team gesetzt und inzwischen ein echter Veteran. Seit letzten Sommer spielt er jedoch weniger, zumindest online. Ob er sich dennoch kommendes Jahr in der Top 10 Liste hält, bleibt für ihn zu hoffen. Neliel schafft es auch im 3. Jahr in Folge, von jedem, der ihn nicht gut kennt, völlig unterschätzt zu werden und landet dieses Jahr nur auf Rang 6.
Seine Fähigkeit, auf jeder BPM akkurat Jumps zu aimen, sein unglaublich schnelles Single-Tapping und seine solide Stamina scheinen vielen Deutschen unbekannt zu sein, was wohl nicht zuletzt an seiner bescheidenen und zurückhaltenden Person liegt. Auch 2018 hat er durch überragende Scores, die sonst niemand in Deutschland so abliefern kann, bewiesen, dass er nach wie vor zur absoluten Elite unter den deutschen OSU-Spielern gehört. Umre hat im vergangenen Jahr eine erstaunliche Performance hingelegt. Am Ende des Jahres hat er sogar geschafft, den guten Dust zum Schwitzen zu bringen und erreichte Platz 2 in den deutschen Rankings. Dies gelang ihm mit seinen HDIR-Plays auf Maps, welche die meisten von uns nicht einmal mit Nomad schaffen können, geschweige denn mit so einer überragenden Accuracy. 2018 war das erste Jahr, in dem Umre im OBC mitgespielt hat, über das Jahr hinweg auch in vielen Community-Tournaments. Umres Stärke liegen definitiv in seinem Streaming-Skill. Und pünktlich zum Jahresende überraschte er uns sogar mit dem ersten deutschen RPP-Play. Wie auch schon letztes Jahr wird der Reisling von mir kommentiert. Der halb deutsch, halb chinesische Klackermeister ist 2018 vor allem durch seine Plays auf Streammaps mit Hardrock aufgefallen. Durch seinen Sidetrack Dayplay mit 300ern ist er neben Dustice und Umre die dritte Person in Deutschland, die einen 700 pp Play vorzuweisen hat. Im September hat er dann auch endlich die 11k pp erreicht. Aber auch in DT hat er das letzte Jahr nicht nachgelassen, das hat er durch zahlreiche High-Ec-DT-Passes auf schnellen Maps bewiesen. Auch im OBC hat er jede Map mit einem sehr guten Ergebnis abgegeben. Dadurch ist sein Platz auf dieser Liste mehr als verdient. Rising is a player that really continued to make a name for himself this year. He continued to show that he can do much more than just farming PP. By getting great scores on a wide variety of maps that only few in Germany, or even in the whole world, can top at times. This, along with his great performance in OWC, in which he appeared for the second time this year, makes Rising worthy of his spot in the top 5. Hole Watcher, neuerdings auch bekannt als Hallo Watcher, ist einer, wenn nicht der beste Hidden Hardrock und Accuracy-Spieler Deutschlands, der sich ganz locker in die Top 100 der Welt gespielt hat. Aber mal abgesehen von seinen starken Solo-Skills ist Hallo Watcher eine Maschine in Tournaments.
Es gibt wenige, die mit so viel Hingabe und Leidenschaft sich auf Tournament-Matches vorbereiten wie dieser Mann. Dies und seine unglaubliche Consistency in ACC und Combo brachten ihm den OWC-Qualifier-Sieg. Innerhalb weniger Wochen hat er sein Streaming mehr als nur verbessert und im OWC die Map Aragami es ist. HaloWatcher is not a new addition to Germany's top 10. He also featured in 2016's list where he placed 4th. However, 2018 is the year where he really started to shine with incredible HDHR scores on aim-intensive maps, where his unmatched accuracy allows him to frequently even claim the number 1 spot. This also shows in his WC 2018 performance, where he managed to score an Origami SS and an FC on Terminal with Hard Rock among many other great scores. With HaloWatcher many achievements over the course of 2018, it is not surprising to see him sitting firmly at the number 3 this year. Nummer 2 in Deutschland sowie auch einer der Newcomer in diesem Jahr ist Okinamo, der unter anderem auch als Zar bekannt ist. Mal abgesehen davon, dass er keinen Respekt gegenüber seinen Vorgängern sowie Gründervätern des Deutschen Reiches zeigt, hat er sich den Platz zur Rechten des Thrones redlich verdient. Nicht nur die krassen Scores, die er hin und wieder mal rauskackt, sondern auch seine starke OWC-Performance zeigen, dass er was kann. Er ist ein ziemlich guter Allrounder, der wirklich alles spielt, sei es jetzt Double Time oder Hard Rock oder Hidden Only. Da ist von allem was drin in der Wundertüte. Man munkelt in den dunklen Gassen des Landes, dass er die türkische Inkarnation von Kukisi ist. Ich bin ja schon ziemlich lange Teil des Squads und habe viele gute Leute kommen und gehen sehen. Und ganz ehrlich, ich glaube Okinamo ist tatsächlich einer, der Dust-Dice in Zukunft das Wasser reichen kann. Und ich freue mich auf jeden Fall mehr von ihm zu sehen im kommenden Jahr. Okinamo takes the number 2 spot on 2018's list in his first year of inclusion. This shouldn't come as a surprise when you look at the variety of scores he set during the year. While his strongest skill is probably his insanely fast and accurate tapping, he can play almost anything from aim-focused hard rock to technical no mod. On top of that, Hidden seems to be a non-factor for him, as you rarely ever see him playing without the mod. You can also start to see some very successful tournament play from him, including his very good performance in the OWC 2018. Okinamo is only just beginning his rise to the top, and he may not even be close to his limit yet. Dust-Dice ist so ein Spieler, der lieber Nummer 1 von Top 10 deutschen Osu-Player-Videos des Jahres farmt, als PP. Der gute Marvin war schon immer recht versatil. Das Schlimme dran aber ist, dass er mit spezialisierten Spielern in fast jedem Aspekt locker mithalten kann. An einem Tag haut er ein paar Aim-Scores raus, am anderen sieht er fast eine Akali-Map und am nächsten klackert die Tastatur. Und in Sachen Consistency hat Dust-Dice letztes und dieses Jahr bewiesen, dass da auch nichts fehlt. Es stellt sich nur noch mit die Frage, wann die Blase endlich platzt. Dust-Dice. This man knows no limits. Terrifying in his skill set, you can give him any map and you can expect at least an S rank back in the next few plays. Or even in the first. Put him on a tournament roster and he will tear through everyone who stands in his way, 1 player or 8. Formidable, unassailable and ever present. He has incredible talent, and I think that'll keep him relevant for years to come as one of this game's most legendary players.